Hallo und herzlich willkommen zurück beim German Vibes Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir hoffen, dass es euch gut geht und dass ihr Lust habt, heute mit uns Deutsch zu lernen. Ich bin Mia. Und ich bin Lukas. Bevor wir anfangen, haben wir eine kleine Bitte. Aktiviert die Untertitel in eurer Sprache. Falls eure Sprache noch nicht dabei ist, schreibt sie einfach unten in die Kommentare. Wir lesen eure Kommentare und fügen neue Sprachen so schnell wie möglich hinzu. Und bleibt unbedingt bis zum Ende der Folge dabei. Wie immer wartet dort Alex auf euch. Er erklärt die wichtigsten Wörter und Ausdrücke aus unserem Gespräch langsam und mit Beispielen. Das hilft euch, die neuen Wörter besser zu verstehen und sie später selbst zu benutzen. Also Lukas, bist du bereit? Natürlich. Aber ich habe ein bisschen Angst. Angst? Wovor denn? Dass du heute wieder über Kaffee redest. Ich? Niemals. Ach nein? Du schaffst es wirklich in fast jedem Thema irgendwie Kaffee einzubauen. Egal, ob wir über Reisen, Hobbys oder jetzt über Gesundheit sprechen. Also, Kaffee gehört für mich einfach zu einem gesunden Leben. Das sagen wahrscheinlich Millionen Menschen jeden Morgen, während sie schon ihre 3. Tasse trinken. Na gut, vielleicht übertreibe ich manchmal ein bisschen. Manchmal ist ein interessantes Wort. Hey, jetzt machst du dich schon wieder über mich lustig. Natürlich. Das gehört doch zu unserem Podcast. Wenn ich dich nicht ein bisschen ärgere, denken unsere Zuhörer bestimmt, dass wir uns gestritten haben. Keine Sorge, wir verstehen uns immer noch gut. Meistens. Meistens? Das klingt ja fast gefährlich. Keine Panik. Heute reden wir lieber über Gesundheit als über unsere kleinen Diskussionen. Das ist wahrscheinlich besser. Also Mia, wenn du das Wort Gesundheit hörst, woran denkst du als erstes? Ganz ehrlich? An Menschen, die am 1. Januar sagen, ab morgen esse ich nie wieder Schokolade, ich gehe jeden Tag ins Fitnessstudio und stehe jeden Morgen um 5 Uhr auf. Ja, und 2 Wochen später sitzen sie wieder mit einer Pizza auf dem Sofa. Genau. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Niemand ist perfekt. Aber viele Menschen setzen sich so große Ziele, dass sie nach kurzer Zeit einfach aufgeben. Da hast du vollkommen recht. Ich glaube, Gesundheit bedeutet nicht perfekt zu sein. Es geht eher darum, jeden Tag ein bisschen auf sich zu achten. Ganz genau. Wenn ich heute einen Spaziergang mache, genug Wasser trinke und gut schlafe, dann ist das schon etwas Gutes für meinen Körper. Ich muss keinen Marathon laufen, um gesund zu leben. Ich erinnere mich noch daran, wie du einmal gesagt hast, dass du unbedingt joggen gehen wolltest. Ja, Und wie weit bist du gelaufen? bis zum Café an der Ecke. Das war klar. Hey, ich musste doch erst einmal einen Kaffee trinken. Motivation ist schließlich auch wichtig. Natürlich. Motivation mit einem Cappuccino. Ganz genau. Danach bin ich sogar wieder nach Hause gelaufen. Also insgesamt vielleicht 800 Meter? Lukas, du bist heute wirklich gemein. Nein, überhaupt nicht. Ich möchte nur ehrlich sein. Na warte, jetzt bist du dran. Was machst du eigentlich für deine Gesundheit? Ich versuche 3-mal pro Woche Sport zu machen. Manchmal gehe ich ins Fitnessstudio, manchmal fahre ich Fahrrad und manchmal gehe ich einfach lange spazieren. Außerdem koche ich inzwischen viel öfter selbst. Inzwischen heißt wahrscheinlich, dass du früher anders gelebt hast. Oh ja. Während meiner Studienzeit habe ich mich fast nur von Pizza, Nudeln und Energy-Drinks ernährt. Das erklärt einiges. Was denn bitte? Jetzt weiß ich endlich, warum du manchmal so vergesslich bist. Sehr witzig. Aber ehrlich gesagt stimmt es. Damals habe ich kaum auf meine Gesundheit geachtet. Erst später habe ich gemerkt, wie wichtig guter Schlaf, gesunde Ernährung und regelmäßige Bewegung wirklich sind. Ich glaube, vielen Menschen geht es genauso. Man merkt oft erst, wie wichtig Gesundheit ist, wenn man sich einmal nicht wohlfühlt. Genau. Und deshalb möchten wir heute gemeinsam darüber sprechen, welche Gewohnheiten wirklich sinnvoll sind und welche Tipps jeder ganz einfach in seinen Alltag übernehmen kann. Lukas, ich habe eine Frage an dich. Wenn du nur eine Gewohnheit auswählen dürftest, die deiner Gesundheit am meisten hilft, welche wäre das? Puh, das ist gar nicht so einfach. Früher hätte ich sofort gesagt Sport. Heute würde ich wahrscheinlich sagen, genug schlafen. Echt? Ich hätte gedacht, du sagst Bewegung. Das dachte ich früher auch. Aber wenn ich schlecht schlafe, läuft am nächsten Tag einfach nichts mehr. Ich bin müde, kann mich nicht konzentrieren, habe schlechte Laune und manchmal esse ich dann automatisch ungesund. Das kenne ich nur zu gut. Wenn ich wenig geschlafen habe, bekomme ich schon am Vormittag Lust auf Schokolade oder etwas Süßes. Siehst du, unser Körper versucht dann schnell Energie zu bekommen. Oder Kaffee.
Natürlich. Ich habe schon darauf gewartet, dass du das Wort Kaffee wieder erwähnst. Ich kann nichts dafür. Kaffee verfolgt mich einfach. Oder du verfolgst den Kaffee. Das könnte auch stimmen. Aber Spaß beiseite. Seit einigen Monaten versuche ich wirklich früher ins Bett zu gehen. Früher habe ich oft noch bis Mitternacht Serien geschaut oder stundenlang auf meinem Handy gescrollt. Und hat sich etwas verändert? Ja, sogar sehr viel. Morgens stehe ich leichter auf, ich habe bessere Laune und kann mich bei der Arbeit viel besser konzentrieren. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Viele unterschätzen Schlaf völlig. Sie investieren Geld in Vitamine, Fitnessgeräte oder spezielle Diäten, aber sie schlafen jede Nacht nur 5 Stunden. Stimmt, dabei kostet guter Schlaf meistens nichts. Genau. Aber erzähl mal, wie sieht eigentlich dein Frühstück aus? Kommt darauf an. Wenn ich genug Zeit habe, esse ich Haferflocken mit Obst und Joghurt oder Vollkornbrot mit Käse und Tomaten. Wenn ich verschlafen habe... Dann trinkst du nur Kaffee. Woher weißt du das? Weil ich dich inzwischen ziemlich gut kenne. Ja, leider hast du recht. Und wie ist das bei dir? Früher habe ich das Frühstück oft ausgelassen. Ich dachte immer, ich hätte keinen Hunger morgens. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass ich gegen 10 Uhr total müde wurde und mich kaum noch konzentrieren konnte. Und was machst du heute? Heute esse ich fast jeden Morgen etwas. Nicht riesige Portionen, aber wenigstens ein Brot, etwas Obst oder Naturjoghurt. Danach fühle ich mich viel besser. Ich glaube, viele Menschen denken, dass gesundes Essen kompliziert ist. Ja, dabei muss man gar kein Spitzenkoch sein. Man braucht keine 10 exotischen Zutaten und auch keine teuren Lebensmittel. Ganz genau. Ein frischer Salat, Gemüse, Reis, Kartoffeln, Obst oder selbstgekochte Suppe sind oft schon eine gute Wahl. Und man darf natürlich trotzdem mal Pizza oder Burger essen. Zum Glück. Sonst hätte ich jetzt ein schlechtes Gewissen. Nein, überhaupt nicht. Ich finde, das Problem entsteht erst, wenn Fastfood zur Gewohnheit wird. Da stimme ich dir zu. Gesund leben bedeutet für mich nicht, auf alles zu verzichten. Ich möchte mein Leben genießen. Wenn ich mit Freunden in einer Pizzeria bin, esse ich natürlich auch Pizza. Aber am nächsten Tag esse ich vielleicht wieder etwas Leichteres. Genau dieses Gleichgewicht ist wichtig. Viele Menschen denken immer nur in Extremen. Entweder essen sie wochenlang nur Salat oder sie geben komplett auf. Dabei liegt die beste Lösung meistens irgendwo dazwischen. Weißt du, was ich außerdem interessant finde? Viele Menschen kümmern sich um ihren Körper, aber vergessen ihre mentale Gesundheit. Da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Stress gehört heute für viele Menschen zum Alltag. Arbeit, Studium, Familie, Termine. Manchmal hat man das Gefühl, dass der Tag einfach zu kurz ist. Früher dachte ich immer, dass Pausen Zeitverschwendung sind. Heute sehe ich das ganz anders. Wenn ich den ganzen Tag ohne Pause arbeite, werde ich langsamer und mache mehr Fehler. Genau. Eine kurze Pause, ein Spaziergang oder einfach 10 Minuten frische Luft können oft Wunder wirken. Ich gehe manchmal einfach auf den Balkon, atme tief durch und lasse mein Handy für ein paar Minuten liegen. Danach fühle ich mich viel entspannter. Das Handy ist überhaupt ein gutes Stichwort. Wie viele Stunden verbringst du eigentlich täglich am Bildschirm? Soll ich ehrlich antworten? Natürlich. Lieber nicht. Dann sind es wahrscheinlich zu viele. Definitiv. Ich arbeite am Computer, benutze mein Handy und schaue abends manchmal noch einen Film. Am Ende des Tages wundere ich mich dann, warum meine Augen müde sind. Damit bist du sicher nicht allein. Ich glaube, fast jeder könnte etwas weniger Zeit vor dem Bildschirm verbringen und stattdessen ein Buch lesen, spazieren gehen oder sich mit Freunden treffen. Am Ende geht es eigentlich immer um dasselbe. Nicht perfekt sein, sondern jeden Tag ein bisschen besser auf sich selbst achten. Genau. Und manchmal reichen schon ganz kleine Veränderungen, damit man sich nach einigen Wochen deutlich gesünder, fitter und glücklicher fühlt. Lukas, wir haben jetzt über Schlaf, Ernährung und Bewegung gesprochen. Aber ich habe das Gefühl, dass wir ein Thema vergessen haben. Lass mich raten. Kaffee? Nein. Obwohl, eigentlich könnte man auch darüber sprechen. Siehst du, ich wusste es. Nein, ich meine etwas anderes. Ich spreche von Stress. Ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Menschen heute körperlich gesund sein möchten, aber gleichzeitig ständig unter Stress stehen. Da hast du absolut recht. Manchmal hat man den Eindruck, dass jeder immer beschäftigt sein muss. Wenn jemand fragt, wie geht's, antworten viele sofort, ich habe so viel zu tun. Fast so, als wäre das etwas Positives.
Genau. Ich kenne sogar Leute, die sich schlecht fühlen, wenn sie einmal nichts zu tun haben. Das kenne ich auch. Früher war ich genauso. Ich hatte den einen Termin nach dem anderen. Wenn ich nach Hause kam, habe ich sofort den Laptop wieder geöffnet und weitergearbeitet. Und irgendwann warst du bestimmt total erschöpft. Ja, nicht nur körperlich, sondern auch mental. Ich war ständig müde, konnte mich schlecht konzentrieren und hatte kaum noch Lust, etwas mit Freunden zu unternehmen. Damals dachte ich, ich müsste einfach noch härter arbeiten. Heute weiß ich, dass genau das der falsche Weg war. Wann hast du gemerkt, dass sich etwas ändern muss? Eigentlich durch einen Freund. Wir wollten uns zum Abendessen treffen. Kurz vorher habe ich abgesagt, weil ich noch arbeiten musste. Er hat mich gefragt, Lukas, wann hast du eigentlich das letzte Mal einfach nichts gemacht? Und ich konnte ihm keine Antwort geben. Wow, das ist wirklich eine interessante Frage. Ich glaube, viele Menschen könnten sie ebenfalls nicht beantworten. Wahrscheinlich. Seit diesem Tag versuche ich mir bewusst freie Zeit zu nehmen. Nicht, weil ich faul sein möchte, sondern weil mein Körper und mein Kopf diese Pausen brauchen. Ich finde, viele Menschen haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie sich ausruhen. Dabei ist Erholung genauso wichtig wie Arbeit. Ganz genau. Unser Smartphone macht die Sache übrigens auch nicht einfacher. Oh nein, jetzt kommt wieder das Handy-Thema. Ja. Wie oft schaust du eigentlich auf dein Handy? Willst du wirklich die Wahrheit hören? Ja. Leider viel zu oft. Manchmal möchte ich nur kurz die Uhrzeit sehen. 5 Minuten später schaue ich plötzlich lustige Videos an und habe völlig vergessen, warum ich mein Handy überhaupt in die Hand genommen habe. Das passiert mir auch ständig. Ich öffne mein Handy, lese eine Nachricht, dann sehe ich eine andere Benachrichtigung, danach ein Video und plötzlich ist eine halbe Stunde vorbei. Das Schlimmste ist, dass man danach aufdenkt, was habe ich gerade gemacht? Genau. Und diese Zeit fehlt dann oft für Dinge, die uns wirklich gut tun. Zum Beispiel Sport, Lesen oder einfach ein Gespräch mit der Familie. Oder Schlaf. Richtig. Viele legen sich ins Bett und sagen, ich schaue nur noch 5 Minuten auf mein Handy. Diese berühmten 5 Minuten. Die plötzlich zu einer Stunde werden. Ich fühle mich gerade ein bisschen angegriffen. Keine Sorge, du bist nicht allein. Ich glaube, fast jeder macht das manchmal. Zum Glück, sonst müsste ich mich jetzt schämen. Ein anderes Thema ist Bewegung. Viele Menschen sagen immer, ich habe keine Zeit für Sport. Was hältst du davon? Ich glaube, dass viele einfach an das Fitnessstudio denken. Aber Bewegung kann so viel mehr sein. Man kann zu Fuß einkaufen gehen, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, die Treppe statt des Aufzugs benutzen oder nach dem Abendessen eine halbe Stunde spazieren gehen. Alles zählt. Genau. Man muss nicht sofort einen Marathon laufen. Schon regelmäßige Bewegung verbessert die Gesundheit deutlich. Außerdem macht Bewegung den Kopf frei. Wenn ich gestresst bin, gehe ich oft spazieren. Nach 20 oder 30 Minuten sehe ich viele Probleme schon ganz anders. Das geht mir genauso. Früher dachte ich immer, Sport kostet Energie. Heute weiß ich, dass Bewegung mir Energie gibt. Das ist wirklich ein großer Unterschied. Weißt du, was ich besonders interessant finde? Wenn Kinder draußen spielen, laufen sie stundenlang herum und merken gar nicht, dass sie Sport machen. Stimmt. Und Erwachsene melden sich im Fitnessstudio an, gehen zweimal hin und bezahlen dann 1 Jahr lang für nichts. Bitte hör auf. Ich kenne tatsächlich jemanden, der genau das gemacht hat. Echt? Ja, er sagt immer, ich unterstütze das Fitnessstudio finanziell. Das ist auch eine Art von Training. Für das Bankkonto. Sehr witzig. Aber ehrlich gesagt glaube ich, dass Gesundheit auch Spaß machen sollte. Wenn man nur Dinge macht, die man hasst, gibt man irgendwann wieder auf. Genau. Deshalb sollte jeder eine Sportart oder eine Bewegung finden, die ihm wirklich gefällt. Manche tanzen gern, andere schwimmen, fahren Fahrrad oder wandern. Das Wichtigste ist, überhaupt aktiv zu sein. Ich glaube, viele Zuhörer fragen sich gerade, welche Gewohnheiten wirklich den größten Unterschied machen. Und jetzt sprechen wir über ganz konkrete Tipps, nicht über komplizierte Regeln, sondern über einfache Dinge, die wirklich jeder schon morgen ausprobieren kann. Lukas, wir haben jetzt über viele Dinge gesprochen. Ernährung, Schlaf, Bewegung und Stress. Aber bestimmt fragen sich viele Zuhörer jetzt eine Sache. Welche denn? Was kann ich eigentlich schon morgen tun, um gesünder zu leben? Viele Menschen möchten etwas verändern, wissen aber nicht, wo sie anfangen sollen. Das stimmt. Dabei muss man sein ganzes Leben gar nicht von heute auf morgen verändern. Oft reichen schon kleine Schritte. Dann lass uns doch unsere besten Tipps miteinander teilen.
Vielleicht können unsere Zuhörer die ein oder andere Idee direkt ausprobieren. Sehr gerne. Mein erster Tipp ist ganz einfach. Trinkt mehr Wasser. Viele Menschen trinken über den Tag verteilt viel zu wenig. Schon 1 oder 2 Gläser Wasser mehr können einen Unterschied machen. Da hast du recht. Ich stelle morgens immer eine große Wasserflasche auf meinen Schreibtisch. So vergesse ich das Trinken nicht. Mein zweiter Tipp? Bewegt euch jeden Tag. Das muss kein Fitnessstudio sein. Ein Spaziergang, Fahrradfahren oder sogar Treppensteigen sind schon gut für den Körper. Genau. Viele glauben, dass sie eine Stunde trainieren müssen. Aber manchmal reichen schon 20 oder 30 Minuten Bewegung. Mein dritter Tipp? Schlaft regelmäßig. Versucht möglichst jeden Tag ungefähr zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen und aufzustehen. Das hat mein Leben wirklich verändert. Seit ich besser schlafe, bin ich morgens viel konzentrierter und habe bessere Laune. Tipp Nummer 4: Esst langsam. Viele Menschen essen unterwegs oder vor dem Computer und merken gar nicht, wann sie satt sind. Ich kenne jemanden, der eine Pizza in weniger als 10 Minuten isst. Wirklich? Wer denn? Ich verrate keinen Namen, aber er sitzt gerade neben mir. Das war früher. Heute brauche ich mindestens 12 Minuten. Wow, eine große Verbesserung. Sehr witzig. Aber ehrlich gesagt genieße ich mein Essen heute viel mehr als früher. Mein nächster Tipp ist, esst jeden Tag Obst oder Gemüse. Man muss keine komplizierten Rezepte kochen. Schon ein Apfel, eine Banane oder ein kleiner Salat sind ein guter Anfang. Und Tipp Nummer 6: Macht regelmäßig Pausen. Unser Gehirn kann nicht 8 Stunden ohne Pause konzentriert arbeiten. Nach einer kurzen Pause arbeitet man oft sogar besser. Ich gehe in meinen Pausen gern kurz an die frische Luft. Schon 10 Minuten reichen oft aus, damit ich mich wieder fit fühle. Noch ein wichtiger Tipp: Lacht mehr. Das klingt vielleicht lustig, aber Lachen entspannt den Körper und verbessert oft die Stimmung. Dann bist du heute mein Personal Trainer. Du bringst mich die ganze Zeit zum Lachen. Das gehört zu meinem Job. Dann bekommst du 5 Sterne. Danke. Mein nächster Tipp: Vergleicht euch nicht ständig mit anderen. Jeder Mensch hat sein eigenes Tempo. Gesund leben ist kein Wettbewerb. Das finde ich einen der wichtigsten Tipps überhaupt. Viele sehen in den sozialen Medien perfekte Körper und denken, sie müssten genauso aussehen. Dabei ist jeder Mensch anders. Ganz genau. Das Wichtigste ist nicht perfekt zu sein. Das Wichtigste ist, sich jeden Tag ein kleines bisschen besser um sich selbst zu kümmern. Und ich glaube, genau diese kleinen Gewohnheiten machen am Ende den größten Unterschied. Lukas, stell dir vor, ich bin in Deutschland im Urlaub oder ich arbeite dort und plötzlich fühle ich mich krank. Viele Deutschlernende haben Angst vor genau dieser Situation. Ja, das stimmt. Viele können über Hobbys oder Reisen sprechen, aber sobald sie zum Arzt müssen, vergessen sie plötzlich alle Wörter. Genau. Man weiß vielleicht, wie man ein Hotel bucht oder Essen bestellt, aber wenn der Arzt fragt, was fehlt Ihnen, wird es schwierig. Dann lass uns heute genau darüber sprechen. Vielleicht hilft das ja unseren Zuhörern, wenn sie einmal in einer ähnlichen Situation sind. Gute Idee. Also, Lukas, du bist heute mein Arzt. Na, hoffentlich muss ich niemanden operieren. Keine Sorge, du brauchst nur zuzuhören. Perfekt. Dann fangen wir an. Guten Tag. Was fehlt Ihnen? Guten Tag, Herr Doktor. Seit gestern fühle ich mich überhaupt nicht gut. Ich bin sehr müde und habe starke Kopfschmerzen. Seit wann haben Sie diese Kopfschmerzen? Seit gestern Abend. Außerdem habe ich leichtes Fieber. Okay, das sind schon 2 wichtige Sätze. Ich habe Kopfschmerzen, ich habe Fieber. Genau. Und wenn ich Halsschmerzen habe, sage ich habe Halsschmerzen. Oder wenn das Schlucken weh tut, mein Hals tut weh. Was ist mit Husten? Ganz einfach. Ich habe Husten. Oder ich muss ständig husten. Und wenn ich erkältet bin? Dann kannst du sagen, ich bin erkältet. Oder meine Nase ist verstopft. Ich habe Schnupfen. Das sind wirklich sehr wichtige Ausdrücke. Ja, und viele Menschen vergessen auch diesen Satz. Ich habe eine laufende Nase. Jetzt habe ich eine schwierigere Situation. Ich habe Zahnschmerzen. Dann sagst du einfach, ich habe starke Zahnschmerzen. Oder mein Zahn tut sehr weh. Und wenn mein Ohr weh tut? Ich habe Ohrenschmerzen. Oder mein rechtes Ohr tut weh. Wie sagt man denn, dass der Bauch weh tut? Ich habe Bauchschmerzen. Oder mein Bauch tut weh.
Wenn es schlimmer ist, kannst du auch sagen, ich habe starke Bauchschmerzen. Und wenn mir schlecht ist? Mir ist schlecht. Das hört man in Deutschland sehr oft. Was bedeutet das genau? Das bedeutet, dass man sich übergeben muss oder dass einem übel ist. Ach so, und wenn ich mich tatsächlich übergeben habe? Dann sagst du, ich habe mich übergeben. Okay, jetzt kommt mein Lieblingssatz. Na, warum habe ich das Gefühl, dass jetzt wieder etwas Lustiges kommt? Weil ich gestern zu viel Pizza gegessen habe. Das überrascht mich überhaupt nicht. Und heute tut mein Bauch weh. Vielleicht war das schon die 3. Pizza. Nein, nur 2,5. Na, dann ist ja alles in Ordnung. Sehr witzig. Okay, weiter. Wenn der Rücken weh tut, sagt man, ich habe Rückenschmerzen oder mein Rücken tut weh. Und wenn ich den Nacken kaum bewegen kann? Ich habe Nackenschmerzen oder mein Nacken ist steif. Was ist mit den Beinen? Mein Bein tut weh oder mein rechtes Bein tut weh. Und die Knie? Mein Knie tut weh oder ich habe Knieschmerzen. Wie sagt man, mein Arm tut weh? Ganz einfach, mein Arm tut weh oder ich habe Schmerzen im Arm. Und wenn ich mir den Fuß verletzt habe? Mein Fuß tut weh, ich kann kaum laufen oder ich glaube, ich habe meinen Knöchel verletzt. Jetzt spielen wir ein kleines Rollenspiel. Ich bin beim Arzt. Gerne. Guten Tag. Was führt Sie zu mir? Seit 3 Tagen habe ich starke Halsschmerzen. Außerdem huste ich sehr viel und habe leichtes Fieber. Ich fühle mich müde und habe kaum Appetit. Haben Sie auch Schnupfen? Ja, meine Nase ist verstopft und ich kann nachts kaum schlafen. Gut, dann werde ich Sie kurz untersuchen. Bitte atmen Sie tief ein und wieder aus. Okay. Wahrscheinlich haben Sie eine Erkältung. Ich empfehle Ihnen, sich auszuruhen, viel Wasser oder Tee zu trinken und sich ein paar Tage zu schonen. Vielen Dank. Sehr gern. Ich finde, diese Sätze sind unglaublich praktisch. Absolut. Denn niemand plant, krank zu werden. Aber wenn es doch passiert, ist es gut, wenn man dem Arzt genau erklären kann, wo die Schmerzen sind und wie man sich fühlt. Und keine Sorge, wenn ihr noch nicht alle Wörter kennt. Niemand erwartet perfektes Deutsch. Viel wichtiger ist, dass ihr euch verständlich machen könnt. Genau. Schon ein einfacher Satz wie mein Kopf tut weh oder ich habe Bauchschmerzen kann euch in einer echten Situation sehr helfen. Lukas, bevor wir zum Ende unserer heutigen Folge kommen, möchte ich dir noch eine letzte Frage stellen. Wenn dich jemand fragen würde, was ist deiner Meinung nach das Wichtigste für ein gesundes Leben, was würdest du antworten? Ich würde sagen, dass Gesundheit aus vielen kleinen Gewohnheiten besteht. Es gibt kein Geheimnis und keine Wunderlösung. Man muss nicht jeden Tag perfekt essen oder stundenlang Sport treiben. Viel wichtiger ist es, regelmäßig auf seinen Körper zu hören, genügend zu schlafen, sich ausgewogen zu ernähren und sich genug zu bewegen. Außerdem sollte man sich Zeit für Familie, Freunde und Erholung nehmen. Denn ein gesunder Mensch braucht nicht nur einen starken Körper, sondern auch einen ruhigen Kopf. Das gefällt mir sehr. Ich denke ähnlich. Viele Menschen warten immer auf den perfekten Moment, um etwas zu verändern. Sie sagen, nächste Woche fange ich an. Oder ab dem nächsten Monat esse ich gesünder. Aber eigentlich kann man schon heute anfangen. Man kann heute einen Spaziergang machen, heute ein Glas Wasser mehr trinken oder heute etwas früher schlafen gehen. Kleine Schritte sind oft viel erfolgreicher als große Pläne. Ganz genau. Und jetzt würde mich interessieren, was bedeutet Gesundheit eigentlich für dich persönlich? Für mich bedeutet Gesundheit nicht nur, dass ich nicht krank bin. Gesundheit bedeutet, dass ich morgens mit Energie aufstehen kann und mich auf den Tag freue. Ich finde es wichtig, auf den eigenen Körper zu hören und Warnsignale ernst zu nehmen. Früher habe ich oft gedacht, dass Arbeit immer wichtiger ist als Pausen. Heute weiß ich, dass Erholung genauso wichtig ist wie Leistung. Außerdem glaube ich, dass Lachen ebenfalls gesund ist. Wenn ich Zeit mit Freunden verbringe und viel lache, fühle ich mich automatisch besser. Deshalb versuche ich jeden Tag etwas zu tun, das mir Freude macht.
Meiner Meinung nach beginnt ein gesundes Leben nicht mit Perfektion, sondern mit kleinen guten Entscheidungen, die man jeden Tag wiederholt. Ich sehe das ähnlich. Für mich ist Gesundheit die Grundlage für alles andere im Leben. Wenn wir gesund sind, können wir arbeiten, reisen, neue Menschen kennenlernen und unsere Ziele verfolgen. Deshalb sollte man Gesundheit niemals als selbstverständlich ansehen. Ich versuche regelmäßig Sport zu treiben, genügend Wasser zu trinken und möglichst frisch zu kochen. Natürlich gelingt mir das nicht jeden Tag, aber ich bleibe dran. Ich finde außerdem, dass mentale Gesundheit heute viel wichtiger geworden ist. Wir leben in einer schnellen Welt, deshalb brauchen wir auch Momente der Ruhe. Ein Spaziergang, ein gutes Buch oder ein Gespräch mit einem Freund können manchmal mehr helfen, als man denkt. Das war wirklich ein schönes Gespräch. Ja, und ich hoffe, dass unsere Zuhörer heute nicht nur neue deutsche Wörter gelernt haben, sondern vielleicht auch die ein oder andere Idee mitnehmen, um im Alltag etwas gesünder zu leben. Und jetzt ist es Zeit für unseren Lieblingsmoment. Genau, wie immer ist jetzt Alex an der Reihe. Hallo zusammen, ich bin Alex. Heute schauen wir uns die wichtigsten Wörter aus dieser Folge an. Ich erkläre jedes Wort langsam, gebe euch eine einfache Definition und ein Beispiel. Danach könnt ihr das Wort laut wiederholen. Die Gesundheit. Gesundheit bedeutet, dass Körper und Geist gut funktionieren und man sich wohlfühlt. Zum Beispiel, Gesundheit ist das Wichtigste im Leben. Gesundheit. Noch einmal. Gesundheit. Sehr gut. Die Ernährung. Die Ernährung beschreibt alles, was wir essen und trinken. Zum Beispiel, eine gesunde Ernährung gibt unserem Körper Energie. Ernährung. Noch einmal. Ernährung. Sehr gut. Der Schlaf. Schlaf ist die Zeit, in der unser Körper und unser Gehirn sich erholen. Zum Beispiel, ich brauche mindestens 8 Stunden Schlaf. Schlaf. Noch einmal. Schlaf. Sehr gut. Die Bewegung. Bewegung bedeutet, dass wir unseren Körper aktiv benutzen. Zum Beispiel, regelmäßige Bewegung hält den Körper gesund. Bewegung. Noch einmal. Bewegung. Sehr gut. Der Stress. Stress ist das Gefühl, unter Druck zu stehen. Zum Beispiel, zu viel Stress kann krank machen. Stress. Noch einmal. Stress. Sehr gut. Die Gewohnheit. Eine Gewohnheit ist etwas, das man regelmäßig macht. Zum Beispiel, jeden Morgen spazieren zu gehen, ist eine gesunde Gewohnheit. Gewohnheit. Noch einmal. Gewohnheit. Sehr gut. Das Fieber. Fieber bedeutet, dass die Körpertemperatur höher ist als normal. Zum Beispiel, ich habe Fieber und bleibe heute zu Hause. Fieber. Noch einmal. Fieber. Sehr gut. Der Husten. Husten bedeutet, dass Luft plötzlich aus der Lunge ausgestoßen wird. Zum Beispiel, seit 2 Tagen habe ich starken Husten. Husten. Noch einmal. Husten. Sehr gut. Der Schnupfen. Schnupfen bedeutet, dass die Nase läuft oder verstopft ist. Zum Beispiel, im Winter habe ich oft Schnupfen. Schnupfen. Noch einmal. Schnupfen. Sehr gut. Die Erkältung. Eine Erkältung ist eine leichte Krankheit mit Husten, Schnupfen oder Halsschmerzen. Zum Beispiel, ich habe eine Erkältung und ruhe mich aus. Erkältung. Noch einmal. Erkältung. Sehr gut. Die Kopfschmerzen. Kopfschmerzen sind Schmerzen im Kopf. Zum Beispiel, nach der Arbeit habe ich oft Kopfschmerzen. Kopfschmerzen. Noch einmal. Kopfschmerzen. Sehr gut. Die Bauchschmerzen. Bauchschmerzen sind Schmerzen im Bauch. Zum Beispiel, nach dem Essen bekam ich Bauchschmerzen. Bauchschmerzen. Noch einmal. Bauchschmerzen. Sehr gut. Die Halsschmerzen. Halsschmerzen sind Schmerzen im Hals. Zum Beispiel, ich kann kaum sprechen, weil ich Halsschmerzen habe. Halsschmerzen. Noch einmal. Halsschmerzen. Sehr gut. Die Rückenschmerzen. Rückenschmerzen sind Schmerzen im Rücken. Zum Beispiel, nach vielen Stunden am Computer habe ich Rückenschmerzen. Rückenschmerzen. Noch einmal. Rückenschmerzen. Sehr gut. Sich ausruhen. Sich ausruhen bedeutet, eine Pause zu machen und neue Energie zu sammeln. Zum Beispiel, am Wochenende ruhe ich mich zu Hause aus. Ausruhen. Noch einmal. Ausruhen.
Sehr gut. Sich erholen. Sich erholen bedeutet, wieder Kraft zu bekommen. Zum Beispiel, nach dem Urlaub habe ich mich gut erholt. Erholen. Noch einmal. Erholen. Sehr gut. Das Medikament. Ein Medikament hilft dabei, Krankheiten zu behandeln. Zum Beispiel, der Arzt hat mir ein Medikament verschrieben. Medikament. Noch einmal. Medikament. Sehr gut. Der Arzt. Ein Arzt untersucht kranke Menschen und hilft ihnen, gesund zu werden. Zum Beispiel, morgen habe ich einen Termin beim Arzt. Arzt. Noch einmal. Arzt. Sehr gut. Die Schmerzen. Schmerzen sind unangenehme Gefühle im Körper. Zum Beispiel, die Schmerzen sind heute viel besser. Schmerzen. Noch einmal. Schmerzen. Sehr gut. Gesund. Gesund bedeutet, dass man sich körperlich und geistig wohlfühlt. Zum Beispiel, ich fühle mich gesund und habe viel Energie. Gesund. Noch einmal. Gesund. Super gemacht. Jetzt kennt ihr 20 wichtige Wörter rund um das Thema Gesundheit. Versucht diese Wörter heute oder morgen in eigenen Sätzen zu benutzen. So werdet ihr sie viel schneller lernen und nicht vergessen. Und natürlich möchten wir uns auch ganz herzlich bei euch bedanken. Vielen Dank, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Das bedeutet uns wirklich sehr viel. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und dass ihr heute nicht nur euer Deutsch verbessert habt, sondern auch einige interessante Tipps für ein gesünderes Leben mitnehmen konntet. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine neue Folge vom German Vibes Podcast verpasst. Schreibt uns auch in die Kommentare, was bedeutet Gesundheit für euch oder welche gesunden Gewohnheiten gehören zu eurem Alltag. Wir lesen eure Kommentare immer sehr gerne. Und vergesst nicht, falls eure Sprache bei den Untertiteln noch nicht verfügbar ist, schreibt sie einfach in die Kommentare. Wir versuchen, so viele Sprachen wie möglich hinzuzufügen. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und macht weiter mit eurem Deutsch. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. Viel Erfolg beim Deutschlernen und hoffen, euch in der nächsten Folge wiederzusehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal beim German Vibes Podcast. Tschüss. Tschüss.